Hallo zusammen, heute lade ich euch herzlich ein, mit mir den Polunder zu stricken. Diese gemütliche Polunder wird aus dicker Wolle gestrickt mit Nadel der Stärke 8 und 10. Wenn ihr Interesse habt, bleibt mit mir und wir stricken gemeinsam weiter. Ich habe schon Maschenprobe vorbereitet. Hier ist ein Bündchen und dann kommt das dann den vollen Patent. Ich werde benutzen zwei verschiedene Nadelstärke. Das ist Nadel Nummer 8 und Nadel Nummer 12. Die Wolle, die ich benutzen werde, wurde gekauft von der Marke Wolle Rödel. Und hier ist das eine Zusammensetzung. Ganz dicke Wolle, 48 Meter, 50 Gramm. Dann fangen wir an. Den Tipp, den Maschenprobe habe ich in Runden gemacht, weil den Polunder wird zuerst in Runden gestrickt. Ich weiß, dass ich zum Beispiel den fester in Runde stricke als in Hin- und Rückreihen und deswegen habe ich das gemacht. Habe ich gemessen bis waschen, wenn es die Wolle unbekannt ist, dann habe ich meine Maschenprobe gewaschen, getrocknet und jetzt messe ich nach dem Trocknen und vergleiche, ob es das gleich geblieben oder nicht. Wo ist meine Lineal? Habe ich alles vorbereitet. So. Hier ist meine Lineal. So, da kann man sehen, das ist ins 10 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Maschen. 12 Maschen sind. Ich notiere es. Dann werde ich die Nadel Nummer 8 nehmen und wir brauchen insgesamt, ich brauche 42 cm. Deswegen werde ich das ausrechnen, wie viel Maschen soll ich das einschlagen auf 42 cm. Wir brauchen 42 cm. Das ist das ein Teil unserer Polunder wird und wir haben ausgerechnet, dass es das 42 cm, das ist 100 Maschen, das bedeutet zweiteilig, 50 mal 2, dann brauchen wir 100 Maschen. Und hier ist ein Tipp, wie kann man unendlich viel die Maschen anschlagen und nicht dafür denken, wie lang soll ich den Faden nehmen. Ich habe zwei Knollen, dann nehme ich von einer Knolle einen Faden und von der anderen Knolle einen Faden, dann zwischen den Fingern und wie wir immer machen,
ganz normaler Einschlag, ja, das ist das den längeren Faden und den Faden, die geht auf den Knolle. Sonst jetzt ist einfach 2 Faden, binden wir eine Knote. Wir binden eine Knote. So, nicht so fest. Und jetzt machen wir einen Faden, die geht über den Faustfinger und andere Faden wie ganz normal durch den Zeigefinger. Und dann machen wir ein klassisches Anschlag. So, der Knoten bleibt hier und da können wir bedenkenlos so viel Maschen einnehmen, wie ihr wollt. Und dann müssen wir nicht denken, dass es das den Faden zu kurz haben wir gemacht oder genommen und so weiter. Wir haben genügend Maschen, in diesem Fall 100 Maschen angeschlagen. Jetzt soll die alle Maschen in die gleiche Richtung sehen und dann schließen wir das. Ich denke, ich habe das verdreht oder nicht verdreht, das habe ich immer Angst. So, das da, das und hier. So, jetzt sieht das gut aus. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gemacht. Jetzt können wir einen Faden abschneiden. Ich werde noch nicht das machen, da wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, dann den Faden dann bleibt, nehme ich meine Arbeitsfaden. So, jetzt ist das der Arbeitsfaden hier. Dann muss ich dann richtig das umdrehen. So, alles Vorbereitung, dass es nachher wird alles schneller gehen. So, mein Arbeitsfaden. Nochmal kontrollieren, dass es das alles, alle Maschen in gleiche Richtung sehen, dass es das nicht verdreht wird. Richtige Faden nehmen. Und dann, wir nehmen von linker Stricknadel eine Masche auf rechte Stricknadel unverstrickt und danach ziehen wir von den rechten Stricknadel über diese eben genommene Masche und in dem Fall schließen wir das in Runde und diese Masche werden wir dann zurückschleichen auf den linken
Stricknadel. Deswegen wird quasi hier in Runde geschlossen. Jetzt brauchen wir eine Maschenmarkierer. Das ist das hier unsere Anfang ist. Das ist diese erste Masche. Gut, mache ich hier. Und dann stricken wir in Runde ein Bündchen. Denn Bündchen ist eine Masche rechts stricken, eine Masche links stricken und den rechte Masche stricken wir rechts verschränkt. Das bedeutet, den hinteren Schlauch nehmen wir und so weiter in Runden. Eine Masche rechts verschränkt, eine links. Und ich setze wieder hier meine Maschenmarkierer und dann ist das der zweite Reihe wird angefangen auf den dickeren Faden. Auf dickeren Faden sieht man ganz gut, wo es die rechte Maschen sind, wo es die linke Maschen sind. Eine rechts, eine links stricken und so weiter. Wie gesagt, 14 cm hoch. Nächste Etappe. Wir haben unsere Bündchen gemacht. 1 in Rippenmuster, eine Masche rechts, eine Masche links, 14 cm lang. Jetzt wir müssen unsere Nadel wechseln auf nächste große. Ich habe große Nummer 10. Ich werde das jetzt wechseln. Zuerst nur eine Nadel, den rechten Nadel, Stricknadel, weil das ist das fast 2 große, wechsle ich und lasse ich linke Stricknadel den alten Nummer 8, dass die Maschen leichter rutschen. Das ist das erste Vorbereitung und dann zweite Vorbereitung. Wir brauchen unsere Maschenprobe wieder und jetzt wir müssen unser Muster, vollpotent Muster, wir brauchen 39 cm, 70 Maschen insgesamt und wir hatten dann 100 Maschen minus 70, 30 Maschen müssen wir abnehmen. Das bedeutet 100 durch 30. Jede dritte und vierte Masche müssen wir dann zusammen stricken und
diese Muster, diese Patentmuster werden wir dann 28 cm sollen wir dann den Patentmuster in Runden stricken. Jetzt werde ich den Maschenprobe zur Seite legen und den Maßband. Alles lege ich jetzt zur Seite und wir fangen an. Hier ist unser Anfang, das ist letzte Masche, Anfangreihe. Die erste Reihe ist eine Vorbereitungsreihe. Wo wir Abnahmen machen und wir werden den ganzen in Runde schließen. In einfach glatt rechts stricken. Jetzt diese erste Reihe. So, erste Masche, zweite Masche, dritte, vierte Masche zusammen. Erste Masche, zweite Masche, dritte, vierte Masche zusammen. Und so weiter. Erste Masche, zweite Masche, dritte, vierte Masche zusammen. Jetzt stricken wir die rechten Maschen nicht rechts verschränkt, sondern den rechte Stricknadel von vorne nach hinten. 1, 2. Also mit klassischer Methode sozusagen. So, das habe ich. Jetzt musste ich das machen. Und dann ist das diese erste Reihe, die wird schon die Maschen werden große sein. Eine Vorbereitungsreihe von den Patent. Unsere Reihe fängt an und dann erste Masche rechts und wir stricken nicht die wie normale Masche, sondern in den rechten unteren Masche. Und lösen. Dann
ganz normal die Masche links stricken und da ist wieder, hier ist Doppelmaschen hatten wir gemacht und wieder in diese unteren. Dann muss man aufpassen, in diese zwei Maschen zusammennehmen. So, jetzt ist einmal Linksmasche, dann aufpassen, in untere eine links, eine rechts in die Reihe vorher, eine links, eine rechts, hier ist wieder Doppelmasche, eine rechts in der Reihe vorher, links und so weiter. Das ist die Masche, die unteren Reihe, und dann stricken wir ganz normale rechte Masche, einmal links ganz normal, rechts, links, rechts, links und so weiter. So, dann ist das unsere Reihe ist zu Ende, erste Reihe. Den zweite Reihe stricken wir einfach eine rechte Masche und eine linke Masche. Das ist das, wenn wir hin und rück reingestrickt hätten, einfach den Rückreihe waren. Hier muss man nur aufpassen, weil hier ist in Rundstrick immer rechte und linke Masche sind in welcher Reihe quasi man befindet, dass man entweder rechte Masche in untere Reihe strickt oder ganz normal rechte Masche. Ganz normal rechte Masche. Rechts und links. Und dann bis zu Ende unserer Reihe, und dann kommt wieder den zweite, kommt wieder die erste Reihe, die wir rechte Masche in unteren Reihe stricken. So, hier ist jetzt ist die zweite Reihe zu Ende und Rapport ist das quasi fertig. Jetzt wird das wieder erste Reihe unserer Rapport sein und dann zweite Reihe ganz normal. Ich werde hier meine Maschenmarkier setzen. Reihenzähler. So, mein Reihenzähler, die ich hier reinsetze, und dann kann ich das ist das erste Reihe, dann musste ich rechte Masche stricken in
unteren Reihe. Dann stricken wir den Maschen rechts von Masche der unteren Reihe. Links bleibt und dann ist so weiter. Ist das nicht sehr schwierig, muss man nur aufpassen, in welche Reihe man strickt. So, untere Reihe kann man eigentlich hier sehen, dass es das quasi hier Doppelschlauch ist. Das bedeutet, der nächste Reihe ist ganz normale Reihe. Und so weiter. Und das stricken wir, bis wir 28 cm erreichen. Wir haben jetzt 2 Reihen gestrickt und hier setzen wir noch ein Maschenmarkierer. Das ist das ab diesen Maschenmarkierer werden wir unsere 28 cm lang messen. Dann treffen wir, bis wir diese 28 cm in diesen Vollpatent gestrickt haben. Treffen wir uns